Are you ready? Seid ihr bereit? Praise the Lord. Are you happy to be in church this morning? Seid ihr froh, heute Morgen in der Gemeinde zu I'm sein? happy to see you Ich bin froh, euch zu sehen, because so many people said they cannot come today. Some are still on vacation, some are sick. weil viele haben mir gesagt, wir können nicht kommen, weil wir noch im Urlaub sind oder wir sind krank. Aber ich bin froh, euch zu sehen. You know, all my children went to the orthodontist. Wisst ihr, all meine Kinder, die sind zum Orthopäden? Kiefer. Ach, Kiefer, Orthopäde. Ja. Kiefer. Ja, Kiefer, Orthopäde. All of them had braces. Also alle hatten Zahnspange. And you know, I had to sign a paper Und wisst ihr, ich musste ein Papier unterschreiben, that the insurance will only pay back if my children will go through the entire process. dass die Versicherung nur zurückbezahlt, wenn all meine Kinder durch diesen ganzen Prozess gehen. That cannot, if they just start and then they don't go through the whole process, Und wenn sie nur anfangen, aber nicht den ganzen Prozess beenden, the insurance is not going to pay. dann wird die Versicherung nicht bezahlen. I think that's good. Und ich glaube, das ist gut. They ask you to sign, to commit, to go through the whole process. Sie bitten dich, dass du unterschreibst, damit du hingegeben bist, dass du diesen Prozess beendest. Christianity is a relationship with the Lord. Christentum ist eine Beziehung mit dem Herrn. It's a lifestyle. Und es ist ein Lebensstil. It's a walk. Es ist ein Lauf. And it is a process. Und es ist ein Prozess. It's not something that just happens instantaneously. Und es ist nicht nur eine Sache, was plötzlich passiert. Just like diamonds. So wie Diamanten. Diamonds go through a process. Die Diamanten, die gehen durch einen Prozess. Just like gold Oder so wie Gold. needs to go through the fire. Gold muss durch den Feuer gehen. You know, it's very important to hear this in these days where everything is instant. Es ist gut, sowas zu hören, weil heutzutage ist alles immer schnell. You know, it's the microwave. You know, everything, just put it in the microwave. Es ist die Mikrowelle, also alles tut man einfach in die Mikrowelle. We want things fast. Wir wollen, dass Sachen einfach schnell gehen. And sometimes because of that mentality, we are afraid or we shy away or we don't have any desire to go through a long process. Und wegen dieser Mentalität haben wir manchmal Angst, durch eine Hingabe, also durch einen Prozess zu gehen. So, I like to talk about this morning about commitment to the process for the completion of the promise. Und deswegen will ich heute Morgen über Bindung zum Prozess für die Fertigstellung des Versprechens reden. Alright, are you ready? Seid ihr bereit? Nobody's ready. Are you ready? Ist niemand bereit? The Bible says, the path of the just is like the shining sun that shines ever brighter unto the perfect day. Die Bibel sagt, aber der gerechten Pfad glänzt wie das Licht, das immer heller leuchtet bis auf den vollen Tag. Wow! Our life in the Lord is a walk. We are going through a path. Weil unser Leben im Herrn ist wie ein Lauf, also wir gehen auf einen Weg. But it's getting brighter and brighter. Und es wird immer heller und heller. From glory to glory. Von Herrlichkeit zu But Herrlichkeit. then I want you to understand here that it is a path. Aber ich will, dass ihr das versteht, es ist ein Pfad. It's a walk. Es ist ein Lauf. Alright? Okay? And it says, I like to talk about also that, you know, harvest, just like harvest, is a process. Und ich will auch über Ernte sprechen, weil Ernte ist auch ein Prozess. Let's read this. Lass uns das lesen. And he said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground, should sleep by night and rise by day. And the seed should sprout and grow. He himself does not know how. For the earth yields crops by itself. First the blade, then the head, after that the full grain in the head. But when the grain ripens, immediately he puts in the sickle, because the harvest has come. Markus 4, Verse 26 bis 29. Und er sprach, das Reich Gottes hat sich also, als wenn ein Mensch Samen ausland wirft und schläft und steht auf Nacht und Tag. Und der Same geht auf und wächst, dass er es nicht weiß.
Denn die Erde bringt von selbst zum ersten das Gras, danach die Ähren, danach den vollen Weizen in Ähren. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er bald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Dad Solomon just arrived in our church in Korea yesterday. Dad Solomon ist erst gestern in Korea, also in unserer Gemeinde, gelandet. Also some of our spiritual fathers are there now. Und auch manche von unseren geistlichen Vätern sind dort. Today they're celebrating the 29th church anniversary, our church in Korea. Weil heute feiern sie den 29. Gemeindejubiläum in Korea. 29 years. 29 Jahre. In Seoul, South Korea right now, there's so many Filipino churches. In Seoul, Südkorea gibt es gerade so viele Gemeinden. Not only Seoul. Und nicht nur in Seoul. Many parts now in Korea, many Filipino churches. Nicht nur in Seoul, also es gibt viele philippinische Gemeinden. There's a harvest. Und es gibt eine Ernte dort. But you know what? Aber wisst ihr was? Most of those people came from our church. Die meisten von denen, die kommen von unserer Gemeinde. Because 29 years ago, weil vor 29 Jahren, I was 21 years old. Da war ich 21 Jahre alt. I started the first. Da habe ich die erste Gemeinde gegründet. Our church is the first. Unsere Gemeinde ist die erste philippinische Gemeinde. And I pioneered that. Und ich habe das pioniert. And there was no Filipino pastor that I could ask. Es gab früher keinen philippinischen Pastor, den ich fragen konnte. I could not speak Korean. Ich konnte nicht Koreanisch. I could not eat kimchi. Und ich konnte auch nicht Kimchi essen. I was learning to eat spicy. Ich habe gelernt, scharf zu essen. And I was just crying. Und ich habe nur geweint. I would cry myself to sleep. Ich habe mich zum Weinen, zum Schlafen I would gebracht. cry, waking up. Und ich bin auch weinend aufgewacht. I would go to the chapel. Und ich bin dann auch zu der Kapelle And gegangen. I would pray and pray and pray. Und ich habe ganze Zeit gebetet. And it's good praying with the Koreans because the Koreans are also loud. Und es ist gut, mit den Koreanern zu beten, weil sie sind auch laut. And then so I was loud because I was crying. Und ich war laut, weil ich geweint habe. It was plowing the ground. Es ist wie, als würde man die Erde pflügen. It was softening the ground. Es hat die Erde weich gemacht. After 2 months, Nach 2 Monaten, things started to happen. da sind Dinge passiert. And then we had our mission house. Und dann hatten wir uns ein Missionshaus. And it was a fast work. Und es war eine schnelle Arbeit. Now, people who think about harvest, Wenn Leute über Ernte you nachdenken, think about just getting the fruits. dann denkt man einfach nur, dass man die Früchte rauszieht. But the term harvest is a whole process. Aber eigentlich das Wort Ernte bedeutet ein ganzer Prozess. Harvest is not just getting the crops. Ernte bedeutet nicht, dass man nur einfach was pflückt. Plowing the ground. Pflügeln. Watering the seed. Und planting the seed and watering the seed. Und die Samen gießen. Taking care of it. Und dann auf die aufzupassen. That's all part of the harvest. Das ist die ganze Ernte. If you want to see your loved one come to Jesus, Und wenn du willst, dass dein Geliebter zu Jesus kommt, you have to be committed to the process. dann musst du hingegeben sein, also für diesen Prozess. Alright? Nicole is going through a process now. Und Nicole geht gerade durch einen Prozess. How many weeks? Wie viele Wochen? 9, fast 10. 10 weeks. Schon 10 Wochen schwanger. Have to be committed to the Und process. sie muss hingegeben sein in diesem Prozess, So that Kayla will be a ate. sodass Kayla eine große Schwester wird. Pregnancy is a process. Schwangerschaft ist ein Prozess. Everybody's happy when the baby's there. Jeder ist glücklich, wenn das Baby schon da ist. But the baby did not just drop. Aber das Kind ist nicht nur vom Himmel Like gefallen, what you read in the comics. wie du in den Zeichentrickbüchern. It's a process. Es ist ein Prozess. And I want us to remember that word. Und ich will, dass wir dieses Wort uns merken. Because you know, we want the hype, we want the conference, we want the lights.
Weil wir wollen dieses Hype haben, dieses Konferenz, wo die Lichter überall scheinen. But sometimes we fail to recognize it's a result of a process. It's a part of a process. Aber manchmal vergessen wir, dass es ein Teil von diesem Prozess ist. This man Dieser Mann is a man of God. His name is Charles Grandison Finney. He was a former lawyer. Dieser Mann ist ein Gottesmann, also Charles Grandison Finney. Er war ein Rechtsanwalt. In New York. In New York. And then he got born again. He was touched by the Lord. Und dann wurde er wiedergeboren. Er wurde von Gott berührt. You could read the history books. He was a mighty, powerful preacher. Und du kannst in den Geschichtsbüchern lesen, er war ein sehr kraftvoller Mann. When he would preach, people would fall down. Wenn er gepredigt hat, sind Leute hingefallen. The power of God was so awesome. It would fall on the place and people cannot stand up. Die Kraft Gottes war so mächtig, dass die Leute nicht stehen konnten. Wherever he went, there was revival. Wo er immer hingegangen war, da war eine Erweckung. You know, bars would close. Und wisst ihr, Kneipen haben geschlossen. They would stop selling alcohol. Sie haben aufgehört, Alkohol zu Because verkaufen. there was such conviction. Weil sie wurden so überzeugt. And Charles Finney is well known in history books. Und Charles Finney ist sehr bekannt in christlichen Geschichtsbüchern. But what many do not know, Aber was viele nicht wissen, there was a man by the name of Daniel Nash. es gab einen Mann namens Daniel Nash. Daniel Nash would go to a place before Charles Finney. Daniel Nash ist immer zu einem Ort vor Finney hingegangen. He would just rent a small room. Er hat nur einen kleinen Raum gemietet. And he would lock himself there. Und er hat sich dort eingesperrt. He would not leave. Und er ist nicht gegangen. And he would be on his knees praying. Und er war dann auf seinen Knien und hat gebetet. He would just pray and pray and pray. Und er hat immer nur gebetet. They called Daniel Nash Camel's Knees. Und sie haben Daniel Nash Kamelknie genannt. Because his knees looked like the knees of the camel. Weil seine Knie sahen aus wie die von einem Kamel. Because he would be always on his knees praying. Weil er immer auf seinen Knien ist und er betet immer. That his knees look terrible. Und so dass seine Knie schon richtig schrecklich And aussehen. he would just be there days upon days praying. Und er ist dort für Tage. No wonder Und kein Wunder, when Charles Finney would come, revival would break. kein Wunder, dass wenn Charles Finney kommt, da gibt es eine Erweckung. You get that? Versteht ihr das? If Finney would go to a city, Wenn Daniel Nash would go first. Finney zu einer Stadt geht, ist Nash schon vorher dort. And Nash would pray and pray, Und Nash hat ganz gebetet. preparing the way. Er hat den Weg That's why vorbereitet. when Finney would come, a revival would break. Sodass, wenn Finney kommt, gibt es eine Erweckung. Process. Prozess. Are you with me? Seid ihr dabei? You see, if you read, Wenn ihr liest, you know, Irma and I, we went to Ephesus. If you could go to Turkey, you go to Ephesus. Mami Irma und ich, wir waren in der Türkei, in Ephesus. Wenn ihr in der Türkei seid, geht dorthin. Ephesus was the capital of Diane worship. They worshiped Diana. Ephesus war die Hauptstadt, wo sie die Diana angebetet haben. Or another name is Artemis. Oder ein anderer Name Artemis. You know, so many breasts. You know, that was the idol. Wisst ihr, wo die ganz viele Brüste haben? Hat. That was the capital of pagan worship. Das war die Hauptstadt von Heiden-Lobpreis. Oder, ja genau, Heiden-Preis. If you read the Bible, when Paul came there, a revival broke out in Ephesus. Wenn ihr die Bibel liest, als Paulus dort war, gab es eine Erweckung dort. They gathered all the books and all the amulets and all the statues of Diana and Artemis and they burned it. Sie haben alle Bücher über Diana und die Amulets und die Statuen genommen und haben es verbrannt. Wow! Wow! The capital of paganism. Die Hauptstadt von diesen
They turned to Jesus. Sie sind Gott zurückgekehrt. But you see, if you read the whole context, Aber wenn ihr den ganzen Kontext liest, it did not happen overnight. es ist nicht über Nacht passiert. Paul was there preaching for 2 years. Paulus war dort und hat für 2 Jahre dort gepredigt. Apollos also did his job. Und Apollos war auch dort. You see, it was a part of a process. Wisst ihr, es war einfach ein Teil von einem Prozess. Am I talking to somebody? Rede ich mit jemand heute? Alright, because sometimes we get frustrated. Weil manchmal werden wir frustriert. How come my family members, they're not with the Lord? Wie kann es sein, dass meine Familienmitglieder nicht mit dem Herrn sind? Well, are you committed to the process? Ja, seid ihr hingegeben diesem Prozess? And remember, God does things beautiful in His time. Und erinnert euch, dass Gott alles in seiner Zeit macht. And sometimes, we just look forward to the miracle. Wisst ihr, manchmal schauen wir schon auf den Wunder. And we think that is the destination. Und wir glauben, das ist schon das Ziel. But sometimes on the way, Aber manchmal auf dem Weg we already experienced. erleben wir schon was. There met him 10 lepers, Jesus, and he said to them, "Go show yourselves to the priests." And so it was, as they went, they were cleansed. Begegneten ihm 10 aussätzige Männer, also Jesus, sprach zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, dass sie hingingen, wurden sie rein. You see, it was as they went. Wisst ihr, das ist, als sie gelaufen sind. It is a step of faith. Es ist ein Schritt vom Glauben. Sometimes we want to do things only when it is secure. Manchmal wollen wir Sachen machen, wenn es nur sicher ist. But sometimes even when you just take one step at a time, Aber manchmal auch, wenn du nur einen Schritt nach dem anderen tust believe in God, und du glaubst an Gott, you will experience a miracle. dann wirst du diesen Wunder erleben. Amen. You all very well known our brother Gerhard in Memmingen. Ihr kennt eigentlich alle unser Bruder Gerhard in Memmingen. He is very faithful. Er ist sehr treu. We celebrated his 60th birthday. Und wir haben vor kurzem seinen 60. Geburtstag gefeiert. But you all know that during the early years, Aber ihr wisst, dass ganz früher he would just bring Virgie to the church. hat er nur Virgie zur Gemeinde gebracht. And he would leave. Und dann ist er wieder gegangen. And he would come back to pick her up. Und dann ist er wieder gekommen, um sie abzuholen. And sometimes I preach longer. Und manchmal predige ich länger. So he's already upset. Und er ist schon richtig sauer. He's waiting outside. Und er wartet draußen. So upset. Richtig sauer. And then when I would see him, I would smile. Und wenn ich ihn sehe, dann lächle ich. And I could see him, he was killing me from top to bottom. Und ich konnte von seinem Blick sehen, er hat mich von oben bis unten schon getötet. I could feel a different vibration. Ich habe eine ganz andere Vibration gespürt. He hated me. Er hat mich richtig gehasst. I ruined their Sunday. Ich habe ihren Sonntag zerstört. Just kept on praying for Gerhard. Aber wir haben ganz viel gebetet. Just pray for Gerhard. Gebetet. Every time I see him, I would smile at Gerhard. Jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, habe ich ihn angelächelt. Shake his hand. Ich habe seine Hände geschüttelt. And he's like, I could feel it. He was like, stay away from me. Und ich konnte spüren, er war so wie, geh weg von mir. And I would just love him. Aber ich habe ihn trotzdem geliebt. One day, Und dann eines Tages he was in the service. war der im Gottesdienst. And God miraculously healed him. Und Gott hat ihn durch ein Wunder geheilt. He had, what did he have? Was it something with his leg or was it, I think, a sinus? Er hatte eine He was suffering, I forgot now, but he was suffering for something for many, many years. Ich weiß nicht mehr ganz genau was, aber er hat gelitten wegen einer Krankheit. And on that service, he got instantly healed. Und in diesem einen Gottesdienst wurde er ganz so plötzlich geheilt. And now he's very, very faithful in Und church. jetzt ist er sehr treu in der Gemeinde. But you see, Aber seht ihr, it was several times that I had to endure his look of disdain. es gab mehrere Male, wo ich einfach seinen Blick oder diese Atmosphäre, die er abgegeben hat, aushalten. So I want to encourage. Und deswegen will ich euch ermutigen. You're looking for the
picking up of the fruits already, the result. Du schaust eigentlich schon auf, also dass man die Früchte pflückt, also auf das Ergebnis. But just be committed in the plowing of the ground, the planting of the seed, the watering. It's part of the whole process. Harvest is a whole part. Aber es sei einfach hingegeben, zu pflügen und zu gießen und einfach auf das aufzupassen, auf das ganze Prozess. Do you know, you could Google this. Und ihr könnt es googeln. How many lotto winners? Wie viele Lottogewinner? They ended up bankrupt. Sie sind dann wieder bankrott geworden. Even after winning the lotto. Auch nachdem sie das Lotto gewonnen haben. After winning the lotto, after several months. Nach vielen Monaten, also nachdem sie ein Lotto gewonnen haben, They are bankrupt. sind sie wieder bankrott. And even there's some of them that they said they are worse. They are worse than before they won the lotto. Und manche von ihnen sagen sogar, dass es ihnen noch schlechter geht, als bevor sie im Lotto gewonnen haben. Because they got rich quick. Weil sie sind sehr schnell reich geworden. They did not have the discipline how to handle finances. Sie hatten nicht diesen Disziplin, über ihre Finanzen aufzupassen. They just spend and spend and spend. Sie haben einfach nur ausgegeben. Give money away. Sie haben Geld And weggegeben, to the point that bis zu dem Punkt, it's not only gone, but they are in debt. es ist nicht nur alles weg, sondern sie sind sogar in Schulden. You see, if your character is not ready, Wisst ihr, wenn euer Charakter nicht bereit then ist, you cannot build a big house without digging a foundation. und du kannst kein Haus bauen, ohne ein Fundament zu haben. And that's why process is important. Und deswegen ist Prozess sehr wichtig. Now, if you win the lotto, make sure to pay your tithes. Und wenn du im Lotto gewinnen solltest, dann bitte sei sicher, dass du dein Zehntes bezahlst. I don't encourage lotto. I don't save your money. Und ich ermutige nicht, dass man im Lotto mitmacht. Also bitte spart Geld. But you see, this get rich quickly. Aber versteht ihr dieses, also dass man schnell reich wird? There is always that mentality of instant. Es gibt immer diese Mentalität, wo alles schnell sein muss. Now, I just like to say, God is good. Und ich will sagen, Gott ist gut. I have a testimony. Und ich habe ein Zeugnis. Mom, we bought mommy a ticket for Canada, the restricted ticket. Now, you cannot rebook it, you cannot cancel it. Wisst ihr, wir haben für Mami immer eigentlich ein Ticket gekauft für Kanada. Und mit diesem Ticket kann man eigentlich nicht mehr das umbuchen oder stornieren. We didn't have any insurance. Wir hatten keine Versicherung. She's supposed to leave on Tuesday. Und sie müsste eigentlich diesen Dienstag nach Kanada fliegen. So David is going to Canada alone on Tuesday. Okay, David geht jetzt alleine dorthin. She cannot fly. Und sie kann nicht fliegen. And we kept on calling KLM. Und wir haben jedes Mal KLM angerufen. They said, okay, we'll make an exception. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen eine Ausnahme. But she must fly 30 days after. Aber sie muss 30 Tage danach fliegen. Also innerhalb diesen 30 So in Tagen. December. Also im Dezember. And she cannot still fly in December. Aber im Dezember kann sie immer noch nicht But they fliegen. said, okay, but we will rebook it. Und dann so, okay, wir werden umbuchen. And the rebooking costs the same as the ticket. Und die Umbuchung kostet genau so viel. So Das Ticket. we try. Also haben wir versucht. So finally I said, okay, let's just cancel it. Und dann haben wir gesagt, okay, dann tun wir es einfach stornieren. We'll get the Steuer refunded. Wir bekommen dann einfach die Steuern zurück. They're just going to give us 80 euro. Aber sie geben uns nur 80 Euro. Only 80 euro. Nur 80 Euro? Anyway, I was putting it online. Egal, ich habe es einfach online hingegeben. 4 times I have to fill it up again and again, and it would come back to page 1. Und 4-mal musste ich das immer wieder ausfüllen und es ist dann immer zurück auf die erste Seite. So I called up, Und deswegen habe ich angerufen. and the guy said, is that the reason? Because I'll talk to my boss, I'll talk to my superior. Und der Typ, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, ach, das war der Grund. Okay, dann lass mich mit der Führungskraft reden. In short, mommy is rebooked in January. Und ganz kurz gemacht, Mami Irma ist jetzt im Januar gebucht. And we just have to add 100. Und wir müssen nur 100 Euro dazu bezahlen. God is good. Gott ist gut. Then I go to I go to McFit. Und ihr wisst ja, wir gehen zu McFit. I have to tell you about my McFit. Ich muss ja euch über meine McFit erzählen. I'm training. Ich trainiere. And then I was there. Und
Und ich war dort I was listening to a preaching. und ich habe eine Predigt angehört. A man comes. Und es kommt ein Mann. He talks to the person beside me. Er redet mit der Person neben mir. But the person beside me said, Aber die Person neben mir sagt, so he comes to me. also kommt er zu mir. So I was wondering, what does this guy want? Und ich habe mich schon gewundert, was will dieser Kerl? The guy next to me already said no. Die Person neben mir hat mir schon gesagt, nein. He comes to me. Und er kommt zu mir. Wollen Sie Gutscheine? Do you want coupons? Vouchers. Vouchers. McFit they had an angebot, you bring a friend and you'll get 1 month free. McFit hat gerade so ein Angebot, dass wenn du wenn du einen Freund einlädst, kriegst du einen Monat kostenlos. Gutschein. Yeah. Ja. And a father and a son came to register. Und ein Vater und ein Sohn kamen, um zu registrieren. And they didn't know about the promo. Und sie haben nicht über diesen Promo gewusst. So they just offered me the Gutschein. Also haben sie mir einfach dieses Gutschein angeboten. So I get 2 months free. Also kriege ich 2 Monate kostenlos. So many people in the McFit. So viele Leute in Macbeth. I get it. Aber ich bekomme es. You know how God is faithful. Gott ist treu. I don't buy lotto, but money comes to me. Ich kaufe keine Lotto-Dinge, aber ja. Look at this. When they entered the promised land, let me read this. And I will send hornets before you, which shall drive out the Hivite, the Canaanite, the Hittite from before you. I will not drive them out from before you in 1 year, lest the land become desolate and the beasts of the field become too numerous for you. Verse 30. Little by little I will drive them out from before you, until you have increased and you inherit the land. Und ich werde die Hornisse vor dir hersenden, dass sie vor dir vertreiben und die Hethiter. Nicht in einem Jahre werde ich sie vor dir vertreiben, damit nicht das Land eine Wüste werde und das Getier des Feldes sich wieder dich mehren. Nach und nach werde ich sie vor dir vertreiben, bis du fruchtbar bist und das Land besitzt. You see, the same thing in our lives. The enemy, there are still struggles that you go through. Wisst ihr, das ist das Gleiche wie in unserem Leben. Wir gehen alle durch Herausforderungen. I thought when I accept Jesus, everything would be okay. Ich dachte, wenn ich Jesus annehme, dann ist alles okay. No, when you accept Jesus, you have a relationship with Him. Nein, wenn du Jesus annimmst, ja, du hast eine He Beziehung mit gives ihm you power, und er gibt dir Kraft and you will overcome your enemy. und du wirst dann deine Feinde überwinden. But you will overcome them one by one. Aber du wirst sie ein nach dem anderen überwinden. Little by little. Klein nach. You have to develop spiritual muscles. Du musst geistliche Muskeln bilden. Are you getting this? Bekommt ihr das mit? You know, let's go back to McFit. Lass uns zurück zu Macbeth gehen. Sometimes I see these young guys, you know. Manchmal sehe ich diese jungen Leute. You know, they just come one time, you know, maybe first time. Sie kommen vielleicht nur einmal, also vielleicht das erste Mal. And then they're put in the most heavy weight. Und dann tun die das Schwerste. And then you see them. Und siehst du, wie die zittern. 1, 1, 2, 2. and that's it. Und das war's. That's not the way you're gonna ruin your muscles. Aber das ist nicht, wie man es machen soll, weil so wirst du deine Muskeln You zerstören. don't have to carry the heaviest right away. Du solltest nicht gleich das Schwierige tragen. As you develop your muscle, then you know you add and you add weight. But you know, at the beginning you can lift up the head. Wenn du Muskeln aufbauen willst, dann tust du es immer Schritt für Schritt und es wird dann immer schwerer und schwerer. It's the same thing in the spirit. Und es ist das Gleiche wie im Geist. We go from glory to glory, from stage to stage. Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von einer Stufe zu einer Stufe. But you have to commit to the process. Aber du musst hingegeben sein in diesem Prozess. Are you learning something? Und lernt ihr was? It's the same thing in spiritual growth. Und es ist das Gleiche wie im It's a process. geistlichen Prozess. As newborn babies desire the pure milk of the word that you may grow thereby.
Und wie neugeborene Kindlein seid begierig nach der vernünftigen und verfälschten Milch, auf dass ihr durch diese bewachst zur Errettung. Read the Word of God. Lies die Bibel Partake the Word. und sind ein Teil von diesem Wort. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written, and for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen, und du sollst darüber sinnen Tag und Nacht, auf dass du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist, denn alsdann wirst du auf deinem Wege Erfolg haben, und alsdann wird es dir gelingen. You know, we don't say to people, good luck. Wisst ihr, wir sagen nicht zu Leuten viel Glück. It's not about luck. Es geht hier nicht um Glück. It's all written here, the key to prosperity. Hier steht geschrieben, was der Schlüssel ist zur Frucht. You want to prosper, Wohlstand. Du willst Wohlstand haben. Meditate on the book. Also meditiere in diesem Buch. Speak it out. Und spreche es aus. Let your mind, let your heart be full of the Word of God. Lass deine Gedanken voll mit dem Wort Gottes sein. Then speak the Word of God. Und sprich das Wort Gottes aus. You will definitely prosper. Und du wirst ganz bestimmt Wohlstand haben. When you renew your mind. Und wenn du deine Gedanken erneuerst. In verse 2 it says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. You see, it's a process to renew your mind. Es ist ein Prozess, deine Gedanken zu erneuern. Amen. Amen. Wine goes through process. Wein geht durch den Prozess. You know, I have to learn the German culture. Ich musste die deutsche Kultur lernen. Yesterday, Sherry was telling us. Gestern hat Sherry uns erzählt. As you know, one of the parents was from Czech Republic. Dass sie das einen von den Patentante aus Tschechien kommt. She was telling me the story. I said, how did you meet her? Und sie hat mir die Geschichte erzählt. Wie hast du sie kennengelernt? They were classmates in a Sprachkurs. Und sie waren Klassenkameraden in einem Sprachkurs. Before she got married. Bevor sie geheiratet hat. And then Cheryl said to Petra. Und Cheryl hat zu Petra gesagt. I'm getting married in the Philippines. Ich werde in den Philippinen heiraten. We Filipinos. Und wisst ihr, wir Filipinos? It's very normal for us to say, come. Es ist ganz normal zu sagen, komm. So she said to Petra, her classmate in the Sprachkurs. Also sie hat zu Petra, ihre Schulkameraden in einem Sprachkurs gesagt. You come to my wedding. Komm zu meiner Hochzeit. In the Philippines. Auf den Philippinen. Cheryl forgot all about it. Cheryl hat sich komplett vergessen. And then Petra tells her, alright, when are you flying? Und Petra hat dann gefragt, okay, wann fliegst du? So Cheryl was surprised, wait, tinutoo nga? Und Cheryl war ein bisschen überrascht, du kommst wirklich? You invited me, right? Und sie hat gesagt, ja, ich komme, du hast mich doch eingeladen. As Filipinos, we invite everybody. Wir Filipinos, wir laden jeden ein. You come to the house and they're eating a Filipino, they're come eat. Du isst dort so und du siehst jemanden und sagst, du komm. But now we Filipinos, we have to learn here in Germany, when you really say it. Aber jetzt lernen wir hier, wir Filipinos, dass wenn man was sagt, dann... You learn the culture. Man lernt die Kultur. Renewing the mind is a process. Erneuerung der Gedanken, das ist ein Prozess. We came from the culture of the kingdom of darkness. Wir kommen von der Kultur aus der Dunkelheit. And now we are in the kingdom of God. Und jetzt sind wir im Königreich Gottes. Renew your mind. Amen. Erneuere deine Gedanken. Right. And let's try to finish this. It says in Genesis, then Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. The man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. Wow. Sagat to the bones. 1. Mose 26, Verse 12 bis 13. Und Isaak säte im selbigen Land, und wir waren im selben Jahre das 100-fältige, und Jahwe segnete ihn. Und der Mann war groß und wurde fort und fort größer, bis er sehr groß war. That is prosperity. Das ist Wohlstand. But he sowed in the land. Aber er hat in dem Land gesät. He planted. Er hat
dort gepflanzt. And then the Lord blessed him. Und dann hat der Herr ihn gesegnet. I'm telling you, our Tuesday prayer meeting is not a waste of time. Und ich sage euch, unser Dienstag Gebetsabend ist nicht eine Zeitverschwendung. Sometimes for many people, Manchmal sind wir viele Leute last Tuesday it was just me and Ruben. und letzten Dienstag waren es nur Ruben und ich. Most of the time it's Smiley. Und meistens auch Smiley da. We had a Tagalog prayer meeting. Aber wir hatten letzte Woche ein Tagalog-Treffen. Smiley is faithful coming. Smiley kommt treu immer. There are several people that come. Und es gibt manche von euch, die auch immer kommen. It's part of the process. Und es ist Teil von einem Prozess. We're praying for you. Wir beten für euch. Next time you join. Nächstes Mal bitte macht mit. You don't just receive. Empfange nicht nur. It's more blessed to give than to receive. Es ist mehr gesegnet, man ist mehr gesegnet, wenn man gibt, als zu empfängt. It's wonderful to hear somebody, oh, I prayed for you. Und es ist gut, wenn man sagt, ey, ich habe für dich gebetet. Thank you, you prayed for me. Und dann sagt man, danke, dass du für mich gebetet hast. Next time, ikaw naman ang magsabi, next time you say to somebody, I prayed for you. Aber nächstes Mal sei du derjenige, der sagt, ich habe für dich gebetet. Thank you for pray for me, pray for me, pray for me. Es ist nicht immer dieses, oh, bete für mich, bete für mich. Ikaw naman, you pray for others. Aber es ist jetzt deine Zeit, also bete du mal für jemand. Let's wrap this up. You know this guy? Kennt ihr diesen Mann? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. What is one of his greatest invention? Was war ein von seinen größten Bitte? Oh, Glühbirne. Ja. Er hat die Glühbirne erfunden. Der Lightbulb. Glühbirne. He said genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Genie ist 1% Inspiration und 99% Aushaltevermögen. Perspire meaning, you know, Mühe. Also, dass man, Mühe. Ja. Man muss bemühen. Well, let me tell you this. Und lasst mich euch sagen, He discovered the light bulb. Er hat die Glühbirne entdeckt. After more than 10,000 failures. Nach mehr als 10.000 Fehlversuche. More than 10,000 failures. Mehr als 10.000 Fehlversuche. Then after he got Und danach hat er es hinbekommen. Don't be discouraged. Sei nicht entmutigt. Amen. Amen. Just part of the process. Es ist einfach nur Teil eines Prozesses. When you're having a hard time, Wenn du eine schwierige Zeit hast you're having your problems left and right, und du hast Probleme links und rechts, just remember, erinnere dich nur daran, I'm just going through a process. ich gehe nur durch einen Prozess. Amen. This is just part of the process. Es ist nur ein Teil von einem Prozess. But this is not the end. Und das ist aber nicht das Ende. Amen. Amen. We desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end, that you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Fleiß beweise, zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende, auf dass ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, welche durch Glauben und Ausharren die Verheißungen ererben. To receive miracles, you need faith. Wunder zu empfangen, musst du Glauben haben. We know that. Und wir wissen das. But there are certain miracles that you receive not only by faith, but through faith and patience. Aber es gibt ein paar Wunder, die du nicht nur empfängst durch Glauben, sondern durch Glauben und Geduld. Do not give up. Gib nicht auf. It's a marathon, not a sprint. Es ist ein Marathon, kein Sprint. Amen? Amen? All right, we will outlive our enemies. Wir werden unsere Feinde überwinden. Outlive, anyway.
we will live longer than them. Alright, I told you the diamond is a result of years. Und ich habe euch jetzt über diesen Diamanten gesagt, dass es viele Jahre braucht. You know? Alright, we're done. Wir sind fertig. The promise for the process to the promise, prayer, the Word of God, worship, fellowship, and then we evangelize. Prozess zu versprechen. Gebet, Wort Gottes, Anbetung, Gemeinschaft und Evangelisation. Alright, so we are believing God for a harvest of souls in Stuttgart. Wir glauben daran, dass Gott eine Ernte von Seelen hier in Stuttgart bringt. We will continue. Aber wir werden auch Our last verse. weitermachen. This is our desire to hear the Lord say, and his Lord said to him, "Well done, good and faithful." Take note of that word, faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Und unser letzter Bibelvers, Matthäus 25, Vers 23. Sein Herr sprach zu ihm: Wohl, du guter und treuer Knecht. Merkt euch das Wort treu. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Gehe ein in die Freude deines Herrn. So be faithful in the little. Also sei treu in dem Kleinen. And the Lord will reward you. Und dann wird der Herr dich belohnen. Amen. Amen. Did you learn something? Habt ihr heute was gelernt?